Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und bin im Bereich der Traumatherapie angesiedelt, aber auch im Bereich des Bewusstseinscoachings. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch so dazu gehört. Und heute haben wir mal wieder das Inpatient-Projekt von Ren und von Chris Webby. Genau, ich freue mich drauf. Ich habe leider wieder einmal die Premiere verpasst. Das ist hier auf Zypern ein bisschen schwierig, weil ich einfach so eingebunden bin. Ich wollte jetzt aber auch nicht darauf warten, dass Ren auf Ren Make Stuff dieses Intro, quasi diese Wartevideos veröffentlicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, sobald er es nochmal hochlädt. Freue ich mich drauf. Genau, aber das wird quasi dann heute fehlen. Und ansonsten, ich hatte beim letzten Mal schon in einen Chris Webby Song reingeguckt, in den Raw Swords 7. Der war ziemlich abgefahren, weil ich mir dachte, okay, ich kenne jetzt so viel von Ren, aber gar nichts von Webby als Solokünstler sozusagen. Genau, und da kam auf jeden Fall diese Empfehlung. Und ich hätte Lust, mehr von Chris Webby zu erkunden. Genau, von daher würde ich mich riesig freuen, wenn ihr in die Kommentare einmal hineindroppt, was ich mir von Chris Webby anhören sollte, wo ihr sagt, das wäre genau dein Ding. Oder ihr hättet Lust, dass ich dazu mal drauf gucke und vielleicht so ein paar meiner Gedanken dazu mische. Genau, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt lasst uns anfangen. Ich werde das Video versuchen, einmal durchlaufen zu lassen. Und dann gucken wir uns aber Stück für Stück das Ganze noch mal etwas tiefer an. So, los geht es. Tarantula, gang, gang, right from the stereo. Gargantuan, goddamn fit for a burial. A cannula from my wrist, sick material. A chronically ill, sound for your area. I just let go, there's a crack in my design. Like an echo, these thoughts replay in my mind. There's no safety, there's no rest, there's no sleep for the dead. And I hate these side effects that get left by the men. I got the devil on my shoulder, and the weight might break my back. I'm losing my composure, and I might crack. And so they say that my persona has a tendency to come so undone that and my identity is stuck inside this white room I painted black. Tarantula, bang bang, contractor muscular. I'm venomous, bring fangs right to your jugular. Cutting your brains on the rug and your blood on the comforter. Part of me's Peter Parker, but bust my guns like the Punisher. I'm a rabbit arachnid, I'm trapping them in the web. Then I wrap them up like a package for afterwards in the shed. I'm carnivorous in the blood of these rappers, is how I'm fed. To live a death like Dexter, dark as the passenger in my head. And they know I'm a killer on the low, patient 00. Fuck a cheat code, my ammo's unlimited. I only stop when I gotta reload. I'm 20 below and the blood in me frozen. I painted this room only color I know. Yeah, I painted it black, it was dark as my soul. So fuck it, let's go. I got the devil on my shoulder, and the weight might break my back. I'm losing my composure, and I might crack. And so they say that my persona has a tendency to come so undone that and my identity is stuck inside this white room I painted black. Whoa, back to back, you can't catch that flow. Counteract upon price that blow. Chiropractic by snapping, fat-based gymnastic, mash it up, massive bro. Casual, this shit easy, G. Ride the beat, come on, you know me. Designed to be the best.
past me, the rise to task me, watch me rise up victoriously. Yeah, we back on that loose again, representing that loony bin. Give a fuck if I lose or win when that spider bite go right through the skin. Then I'm hit when I strike the bang, got a monster locked up inside my brain. And wrestle with them's like fighting Bane, but I know that part of me likes the pain. Like a masochist, spider biting, antagonist, biting, sighting, paralysis, vital signs of a pathogen. Striking deep in the artery, Peter Parker, but dark as the black and bruise on the mark I leave. Random web is still spread, you see, got time to kill. Murder on my mind, I'll give your spine a chill. Show up in Silent Hill, bumping twisted metal behind the wheel. We pose a threat, pulling you under, hope you can hold your breath and kill them all until there's no one left. Tarantulas. Okay. Ich wette, für die Leute, die sich mehrere Reactions angeguckt haben, weil ich habe ja die Reactions noch nicht geguckt, dass die Reactors ziemlich gleich immer an der Stelle reagieren, wo Ren das erste Mal die Tarantel auf dem Kopf hat. Das wird wahrscheinlich immer so ein sein. Krasser Scheiß. So. Und Webby hatte sie nicht auf dem Gesicht, nur Ren. Jesus, okay. Viel, was mich vom Text abgelenkt hat im Video. Deswegen habe ich nicht so viel mitgeschnitten, ein paar Sachen. Was ich spannend fand, war, als sie den Raum fertig schwarz gestrichen hatten, ging die Party los. Und vorher sagt Webby, ne, ich bin im weißen Raum festgesetzt sozusagen, ne, also ich bin dort stuck. Und der weiße Raum könnte ja auch im übertragenen Sinne für Krankenhaus sein, für Psychiatriezelle. So. Was wiederum die Brücke schlägt zu Inpatient. So, also wenn wir jetzt von einem Patienten ausgehen. Ja, spannend. Und immer wieder die Verbindung zu Peter Parker, zu Spider-Man, der von der Spinne gebissen wurde und dann Superkräfte bekommen hat. Was sind noch Gedanken? Ich glaube, wir gehen es einfach erstmal durch. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Song wieder. Auch hier haben wir wieder diese Teufelsgeschichte. Teufel auf meiner Schulter diesmal. Und es ist immer so ein... Nee, es ist kein roter Faden. Bei Caskets hatten wir das nicht. Aber es geht viel um dieses Himmel, Hölle, Teufel, Engel und die ganzen Emotionen da drin. Man hat hier auch wieder von den Medikamenten und den Side-Effects gesprochen, beziehungsweise war es auch, glaube ich, Webby. Ich weiß nicht, welche Geschichte Webby vielleicht mit Medikamenten hat. Er hatte das ja auch schon bei Neurodivergent irgendwie angesprochen. Ob das fürs ADHS war oder für andere Dinge. Bei Ren wissen wir einfach, dass er unglaublich viele Medikamente zu sich nimmt, die unglaublich viele Side-Effects haben. Und dass einen das manchmal ganz schön durchdrehen lässt. Vielleicht ist das die Party im Hirn, die da stattfindet. Oder vielleicht ist die Party stellvertretend dafür, dass er endlich aufgegeben hat in diesem weißen Raum. Weiß könnte ja in dem Fall wiederum auch für klar, für rein stehen. So, da gibt es keine Flecken, da gibt es keine Fehler sozusagen. Ja. Und dann zu sagen, ich mache es schwarz, komplett schwarz. So. Und das ist ganz spannend, ich muss bei Schwarz immer daran denken, ich habe lange Zeit und auch immer noch Schwarz eigentlich als meine Lieblingsfarbe. Nicht, weil es so dunkel ist oder ich so dunkel bin oder irgendwie sowas, sondern weil es für mich was sehr Beruhigendes hat. So, wenn alles schwarz ist, dann ist es so wie eingehüllt sein für mich. Und ich kann runterfahren irgendwie. So. Wenn es zu weiß ist und zu viel Licht reinkommt, dann blendet mich das eher und macht überfordert mich. So. Das kann bei mir auch mit der Hochsensibilität zu tun haben, ne? Aber das ist ganz spannend, irgendwie, dass wir auf dieses Schwarz auch immer irgendwie was Negatives draufpacken. So. Und vielleicht ist es hier aber auch genauso gemeint, dass es eben nichts Negatives ist, ne? So. Sondern dass es auch wirklich einfach mal etwas ist, wo dann, wenn ich es einfach mal zulasse, dass ich mit dem gehe, wonach ich mich fühle.
was mich repräsentiert und aufhöre dagegen anzukämpfen und in diesem Weiß sein zu wollen, dass dann endlich die Party abgehen kann. Aber vielleicht missinterpretiere ich das hier. Lasst uns erstmal nochmal in den Song reingucken. Genau, lasst uns da nochmal starten. Ich fahre es wieder hoch. Ich meine, hier haben wir ja schon, ne? Wir haben den weißen Raum hier. Und dort haben wir ja schon nicht nur All White, sondern wir haben schon das Impatient-Symbol, die angeknabberte Tablette mit diesem traurigen Smiley und die Tarantula als Schriftzug. So. Das heißt, es ist schon nicht mehr fleckenlos. So, aber vielleicht ging's. Nein, ich höre hier auf. Wir gucken erstmal weiter. Tarantula, gang, gang, right from the stereo. Gargantuan, goddamn fit for a burial. A cannula from my wrist, sick material. A chronically ill sound for your area. I just let go, there's a crack in my design. Like an echo, these thoughts replay in my mind. There's no safety, there's no rest, there's no sleep for the dead. And I hate. Okay. There's no sleep and there's no rest for the dead. Spannend. Okay, lass uns mal. Ren hat ja hier sicherlich wieder. Genau, danke, Ren, an dieser Stelle. Canula, was ist denn Canula? Ja, ergibt Sinn. Sick material, chronically ill, sound for your area. I'll just let go, there's a crack in my design. Den Satz fand ich zum einen gut, weil das könnte das widerspiegeln, ne, mit diesem, dann mache ich den Raum einfach schwarz. Weil passt zu mir. Ich habe die ganze Zeit versucht hier mit diesem Weiß und so. Und ich lasse jetzt einfach los. Ne, dieses chronisch krank sein, immer wieder diese ganzen Behandlungen, die Kanüle im Arm, die ganzen Medikamente. Und wenn wir jetzt auch von ADHS, Neurodivergenz ausgehen und dort die Medikamente, um wieder normal zu sein, um wieder dazu zu passen, das hatten wir bei dem Song auch schon, neurodivergent. Und immer wieder dieses Anpassen, normal sein und dann zu sagen, nee, lass es jetzt los. So, there's a crack in my design. Ja, und das kann man durchaus nehmen im Sinne von, wenn ich krank bin, wenn ich chronisch krank bin, dann stimmt irgendwas nicht in meinem, wie ich aufgebaut bin, in meinem System. So, dann ist da was kaputt. Bei Ren war es halt durch die Zecke, so, die Borreliose ausgelöst hat. Und ein anders geschaffenes Gehirn bei Neurodivergenz, so, was anders arbeitet, entschuldigt bitte, oh Gott. Was anders arbeitet. Ja. Like an echo, these thoughts will play on my mind. There's no safety, there's no rest, there's no sleep for the dead. And I hate these side effects that get left by the meds. Bin mir nicht so ganz sicher. There's no safety, there's no rest, there's no sleep for the dead. Ob er mit Tod meint, dass es einen Wunsch danach gibt, tot zu sein, oder ob sie sich tot fühlen und das, also so tot inside, ne? Also innerlich, und dass sie sich deswegen nicht sicher fühlen, nicht zur Ruhe kommen, keinen Schlaf kriegen, bis in diese Richtung geht. Und dass vielleicht dieser Zustand durch die Medikamente ausgelöst wurde, weil ich meine, Neurodivergent hat Webby gesagt, dass die Medikamente ihn zum Zombie gemacht haben. Und Zombies sind untot. Ja. Okay. Weiter geht's. There's no safety, there's no rest, there's no sleep for the dead. And I hate these side effects that get left by the man. I got the devil on my shoulder, and the weight might break my back. I'm losing my composure, and I might crash. And
so they say that my persona has a tendency to come so undone that and my identity is stuck inside this white room I painted black. My identity is stuck inside this white room. Ist geil gemacht mit der Sängerin. Wird das hier irgendwo erwähnt, wer das ist? JP on the track, ist sie das? Ist ein bisschen haunting, die Stimme. Ja, cool. Ich mag das übrigens, ne, dass es immer wie so eine Pille aussieht, aber immer passend irgendwie auch. Und das ist ganz interessant. Ich hatte ja bei dem einen Song von Chris Webby, hat Webby tatsächlich auch kurz seinen Kommentar hinterlassen und hat dort auch dieses Spinnennetz hinterlassen. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Genau, aber dass sie die Tabletten immer anpassen an den Song, den sie gerade rausbringen. Weniger anzeigen. So. Und das ist ganz spannend, ne, mit diesem Devil on my shoulder. Das ist ein krasses Bild hier übrigens. Okay, so, also. And the weight might break my back. I'm losing my composure and I might crack. And so they say that my persona has a tendency to come so undone then my identity is stuck inside this white room I painted black. Okay. Ich dachte, bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Stuck inside this white room I painted black. Ich habe erst verstanden, ich bin in diesem weißen Raum gefangen und dann habe ich es schwarz gemalt. Aber es sieht so aus, das ist spannend. Ich bin in diesem weißen Raum gefangen, den ich schwarz gestrichen habe. Das ist ja die eigentliche Übersetzung. Ist er jetzt darin, war er vorher schon darin gefangen, als es noch der weiße Raum war? Oder ist er jetzt darin gefangen, weil er diesen weißen Raum schwarz gestrichen hat und das die Verbindung zum Teufel ist? Come so undone then my identity. Wir sprechen ja jetzt hier erstmal nur von der Identität, was ja auch wieder spannend ist, ne? Weil die Identität ist ja etwas, was wir uns selbst auch geben, so, oder was wir übernommen haben, wer wir sind. Und Identität können ja unterschiedlichste Sachen sein. Es können ja viel auch Rollen sein. Ne? Ich bin eine Mutter, ich bin eine Therapeutin, ich bin ein Tänzer, ich bin Musiker, ich bin was auch immer. So, das Rollen, die wir innehaben, können zu einer Identität werden. Es können aber auch Diagnosen sein. So, ich bin der chronisch kranke Mensch. Ich bin die Depressive. So. Also alles Glaubenssätze über das, wer wir sind, über unsere eigene Identität. Das heißt, es könnte sein, dass das damit gemeint ist, dass so eine Überzeugung in diesem Raum gefangen ist. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Was sind eure Gedanken dazu? Was ist eure Deutung? Ich habe gesehen, es gibt übrigens schon wieder ein Interview mit Noxil, wo sie das zusammen gucken. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin ich sehr gespannt, ob er dazu was sagt. Ja, und dieses, ne, zu sagen, also dass andere etwas über mich sagen oder über die beiden sagen, über ihre Persönlichkeit. Und da sind wir wieder bei Identität, ne? So, Persönlichkeit kann eben gleichzeitig auch Identität sein. Und das, was andere mir aufgeben oder was andere über mich sagen, dass ich darin stuck bin. Ja, spannend, spannend, spannend. Ich kann es nicht 100% sagen, aber es sind alles erstmal so Gedanken. Ergänzt sie gerne. So. Facts that get left by the man. I got the devil on my shoulder, and the weight might break my back. I'm losing my composure, and I might crack. And so they say that my persona has a tendency to come so undone that and my identity is stuck inside this white room I painted black. To
tarantula. Bang, bang, contractile muscular. I'm venomous, bring fangs right to your jugular. Cutting your brains on the rug and your blood on the comforter. Part of me's Peter Parker, but bust my guns like the Punisher. I'm a rabbit arachnid, I'm trapping them in the web. Then I wrap them up like a package for afterwards in the shed. I'm carnivorous in the blood of these rappers. Is how I'm fed. To live a death like Dexter, dark as the passenger in my head. And they know. What the? Okay. Ja, ich merke, das wird ein bisschen brauchen. Da ist viel irgendwie drin. Also, I'm venomous, bring fangs right to your jugular. Das heißt, das ist ja jetzt, glaube ich, der Part, den Webby übernommen hat und er identifiziert sich hier gerade mit der Tarantel. Oder spricht im Namen der Tarantel, eins von beiden. Cutting your brains on the rug and your blood on the comforter. Part of me is Peter Parker, but bust my guns like the Punisher. The guns ist das hier, ne? I'm a rabbit, arachnid, I'm trapping in the web. Gibt so ein paar Wörter, die ich nicht kenne. Ich mach's mir jetzt einfach ganz einfach. Habt ihr nicht gesehen? Ich gehe jetzt nicht zum Google-Übersetzer. Ich bin giftig, meine Zähne. Ich schneide das Hirn auf den Teppich und dann Blut auf die Bettdecke. Ein Teil von mir ist Peter Parker, aber ich baller wie der Punisher. Ich bin eine tollwütige Spinne, ich fange sie im Netz ein. Dann wickle ich sie ein wie ein Paket für später im Schuppen. Ich will Fleisch fressen. Das Blut dieser Rapper ist meine Nahrung. Ich bringe den Tod wie Dexter, dunkel wie der Passagier in meinem Kopf. Sie wissen, dass ich ein Killer im Verborgenen bin. Patient doppelneu, scheiß auf Cheatcodes. Meine Munition ist unbegrenzt, ich höre auf, wenn ich nachladen muss. Ich bin minus 20 und das Blut ist in mir ist gefroren. Ich habe diesen Raum in der einzigen Farbe gestrichen, die ich kenne. Ich habe ihn schwarz gestrichen, er war dunkel wie meine Seele. Okay. Also, er singt aus der Perspektive der Tarantel. Weil es gibt diese Zeile, wo er sagt, dass er sich von dem Blut der Rapper ernährt. Und wir sehen, wie die beiden da sitzen oder liegen oder stehen mit der Tarantel auf sich drauf. Und gleichzeitig kommt dann dieses am Ende ich habe den Raum in der einzigen Farbe gestrichen, die ich kenne, nämlich schwarz, schwarz wie meine Seele. Und Peter Parker, ne, von der Spinne gebissen. Peter Parker ist aber nicht giftig gewesen, er hat kein Gift oder irgendwas, was er versprüht hat, er hat ja nur die Netze gehabt. I'm a killer on the low. Ich meine, manchmal, ne, wenn wir hier von Identität sprechen, wir haben ja, wenn wir jetzt das Modell der Ego-State-Therapie, also der inneren Anteile nehmen, haben wir unterschiedlichste Anteile in uns, unterschiedlichste meinetwegen auch Identitäten, so, die manchmal in uns unterschiedlich das Ruder übernehmen. In der einen Situation sind wir mehr so, in der anderen sind wir mehr so. Wenn das und das zu uns gesagt wird, kommt das und das raus und so weiter und so fort. Also unterschiedliche Switches. Und wenn wir jetzt sagen, okay, vielleicht gibt es in den beiden einen Tarantelteil, der giftig ist, der an anderen sich nähren will oder dadurch überlebt, dass er sich an anderen nährt und sie also gefährlich einfach ist. Ein gefährlicher Teil, der nichts anderes kennt als schwarz. Das heißt, wir haben hier natürlich auch die Bewertung schwarz gleich böse. Wir haben den Teufel auf der Schulter und so weiter und so fort. Und wir wissen ja spätestens seit High Ren, dass Ren ja auch mit Psychosen zu tun hatte, mit Wahnvorstellungen. So. Wo er innere Stimmen innere Stimmen gekannt hat, die gegeneinander gekämpft haben. Das Gute und das Böse. So, der Teufel und die Hoffnung oder das Gute. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, ne? Dieses Weiße, was für Hoffnung, für das Gute steht, das Schwarze, was für das Böse oder für den Teufel steht, für das Aufgeben, was auch immer. So. Und
ich meine, bei Highway sagt er auch, das ist ein Pendel, was hin und her sich bewegt. Es gibt nie nur das eine. Das Ziel ist auch nicht, nur bei dem einen anzukommen, sondern es wird immer auf und ab gehen, hin und her und so weiter und so fort. Und dann eben festzustellen, ich erkenne das an. Es gehört zu mir, das Gute und das Böse. Und manchmal überlasse ich meinen Raum dem Schwarz und streiche es einfach schwarz. Wie meine Seele, wie diesen Teil der Seele von dieser Tarantel oder von diesem Killer. Vielleicht geht es in diese Richtung. Spannend. Okay, weiterhören. I'm a killer on the low, patient 00, fuck a cheat code. My ammo's unlimited, I only stop when I gotta reload. I'm 20 below and the blood in me frozen. I painted this room only color I know. Yeah, I painted it black, that was dark as my soul. So fuck it, let's go. I got the devil on my shoulder, and the weight might break my back. I'm losing my composure, and I might crash. And so they say that my persona Has a tendency to come so undone that my identity is stuck inside this white room I painted black. Whoa, back to back, you can't catch that flow. Counteract upon price that blow. Chiropractic, back snapping, fat face gymnastic, mash it up, massive bro. Casual, this shit easy, G. Ride the beat, come on, you know me. Designed to be the best, need the best to test me. Watch me rise up victoriously. Yeah, we back on that loose again. Representing that loony bin. Give a fuck if I lose or win when that spider bite go right through the skin. Then I'm hit when I strike the bang. Got a monster locked up inside my brain. And wrestle with them's like fighting Bane. But I know that part of me likes the pain. Like a masochist, spider biting, antagonist, biting, sighting, paralysis, vital signs of a pathogen. Striking deep in the artery. Peter Parker, but darker, see black and bruise on the mark. I leave random web is still spread, you see. Got Okay. Give me a break, man. Okay. Let's go. Ach, geil, das ist so geil gemacht. Ich liebe diesen Switch-Up. Es macht so viel Spaß. Das ist wirklich geil. Musikalisch wirklich wieder mega, mega cool geworden. Meine Güte, kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Jesus. Okay. Counteract. You can catch the flow. Counteract upon tracks that blow. Gymnastics. Mash it up. Massive bow. Shit, easy G. Ride the beat. Come on, you know me. Designed to be the best. Need the rest to test me. Watch my rise up victoriously. Yeah, we back on that lose again. Representing that loony bin. Give a fuck if lose or win. When that spider bite goes right through the skin. When I'm hit, when I strike the vein. Got a monster locked up inside my brain. And to wrestle with him's like fighting Bane. Bane war das The Dark Knight? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Dark Knight. Der hier mit der, oder? But I know that part of me likes the pain. Like a masochist spider biting, antagonists bite, inciting, paralyzes, vital signs of pathogen, striking deep in that area. Peter Parker, but dark as a black bruise on the mark I leave. When a weapon is a threat, you see. Got time to kill. Okay. Let's do it again. Let's cheat. I'm so sorry. Ich bin nicht so gut da drin. Irrenanstalt, ja. Wirklich spannend. Okay.
Also, irgendwie musste ich gerade an Harry Potter denken. Da gibt es diese eine Folge, ich glaube bei Order of Phoenix, wo Harry nachts träumt, dass er in der Schlange ist von Voldemort und den Vater von Ron beißt. Bisschen nerdbla. Muss ich gerade dran denken. So dieses verbunden mit der Spinne sein, die Spinne beißt mich und dann durch das Gift hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie eins werden, dass Ren und Webby nach dem Biss sozusagen verbunden mit dieser Spinne sind und auch diesen Drang haben, aufzuräumen, zu töten sozusagen, Gift zu versprühen, zu kämpfen. Und ich meine, wenn wir das jetzt wieder auf dieser Identität-Ebene sehen, ne? So, wenn diese Spinne hervorkommt. Und wenn wir jetzt wieder den Punkt nehmen, ne? Wenn wir jetzt wieder den Punkt nehmen, dass, wie sage ich das? Dass sie erst gebissen werden müssen von der Spinne, damit sie selber zur Spinne werden oder infiltriert sind durch das Gift sozusagen und durchdrehen. Ja, man könnte es wortwörtlich nehmen, jetzt hier mit Ren und der Zecke, aber wir könnten auch sagen, so als eine Form von Trigger, wenn wir es jetzt im traumatherapeutischen Sinne nehmen würden oder eben als Teaser oder als irgendwas, was in mir etwas losbewegt sozusagen, weil sich jemand mir gegenüber bösartig verhält, weil ich mich vom System verlassen fühle, weil ich sehe, wie lauter Täter davonkommen, weil mich irgendjemand tätlich angreift, emotional angreift. Nicht mal unbedingt körperlich. Ne? Also irgendwas, was passiert im Außen, irgendwas, womit ich konfrontiert werde und was in mir wieder etwas auslöst. Die Dunkelheit, die Wut, die Traurigkeit oder auch der Kampfmodus oder auch der Freeze-Modus. So. Und sie dann selber auch gerne zum Täter werden wollen oder vielleicht sogar auch werden. So hätte ich das jetzt gedacht. Okay, weiter. Peter Parker, but dark as the black and bruise on the mark. I leave random web, it's still Fred you see. Got time to kill, murder on my mind. I'll give your spine a chill. Show up in Silent Hill, bumping twisted metal behind the wheel. We pose a threat, pulling you under. Hope you can hold your breath and kill them all until there's no one left. Tarantulas. Okay, war eh fast zu Ende, ja. Also, entschuldigt. Also wir haben hier auf jeden Fall die Party, die abgeht, was durch das Gift sein kann. So, durch dieses, alles wird plötzlich schwarz, der Vorhang fällt, ist nicht richtig ausgedrückt, aber ich werde plötzlich in diesen schwarzen Raum reingezogen, so durch das Gift. Der Teufel auf der Schulter, ne, so. Und plötzlich dreht alles in mir ab, feiert eine Riesenparty, was so ein bisschen auch dieses, vielleicht, ne, being drugged durch das Gift von der Spinne. Oder auch einfach dieses Loslassen, scheiß drauf. Wir machen jetzt hier Party. Lass einfach alles zu, was jetzt hochkommt, was jetzt da ist. Ich weiß nicht, ob ich 100% zufrieden bin mit meinen Deutungen. Aber das ist jetzt erstmal das, was in meinem Kopf so durchkommt. Und ich bin sehr gespannt, was Noxil und Ren in der Reaction da zusammenbringen. Wahrscheinlich liege ich irgendwie komplett falsch. Aber wir werden es sehen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Du hast so viele unterschiedliche Styles von Musik. Wir haben Gesang, wir haben Rap, wir haben schnellen Rap, wir haben Tiefe wie immer. Und ich liebe die Ergänzung. Also ich finde, Rens Stimme und Webbys Stimme ergänzen sich richtig gut. So Webby, der dieses Hilfe hat. Dieses Raspy-artige, liebe ich sehr. Und Ren, ja, ist halt Ren. Und es macht einfach immer Spaß. So. Und wir haben irgendwie rockige Elemente, wir haben Reggae-Elemente, wir haben Elektro-Elemente. Das ist einfach cool. Geile Kameraarbeit wieder. Wir haben am Anfang schwarz-weiß. So. Ja, nicht ganz.
aber immer wieder, wenn die Tarantel reinkommt, das ist ganz spannend. Ist das so ein Ding? Immer wenn die Tarantel reinkommt? Wird schwarz-weiß, ne? Könnte man wahrscheinlich jetzt auch nochmal was reindeuten. Ja. Aber ich lasse es jetzt stehen. Wir lassen das so stehen. Wenn ihr noch Theorien habt, Ergänzungen habt, gerne rein in die Kommentare. Erweitert meinen Raum. Genau. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst mir ein Like da. Ich freue mich riesig drüber. Kommentiert fleißig. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Genau. Also, macht's gut.